Ja, wir schauen uns an, Thema Beruf und Berufung. Was kriegen wir hier für Impulse für unser Berufsleben oder für unsere Berufung an sich? Wir benötigen Klarheit. Etwas steht unter einem guten Stern. Genial ist jetzt hier, dass wir mit der Zahl 16 schon den Zahlenwert 7 haben aus dem hebräischen Alphabet. Oder eher 70, das reduzieren wir eben auf die 7. Und da haben wir eine Lektion gelernt. Da haben wir Glück, da ist Magie mit im Spiel. Und da dürfen wir auch durchaus mal unsere Visionen vergrößern. Klar, die Sterne sind natürlich auch ein Hinweis auf die Astrologie, die Spiritualität. Die Intuition. Vielleicht hat man auch hier so eine Aufforderung, mit Emotionen zu arbeiten oder an der Emotion zu arbeiten, die man mit dem Thema Berufung hat. Hier ist die Karte der Künstler, der Erfolge auch irgendwie, der Menschen, die mit Gefühlen arbeiten oder mit der Emotion von anderen. Und das Außen ist natürlich mit beteiligt an unseren beruflichen Themen. Hier geht es schon auch sehr darum, wie nimmt man dich wahr, wie zeigst du dich, ja, bezogen auf den Beruf. Was zeigt sich dir, was nicht mehr stimmig ist an Emotionen, wo benötigst du Klarheit. Es geht hier auch ein bisschen um so Kreisläufe. Ein oder andere haben hier die Qualität der Genesung auch dabei oder die Möglichkeit, eine ungesunde Situation verlassen. Aber auch diese Warnung, hör mal ein bisschen mehr auf dein Gefühl. Das sagt dir zum Beispiel schon sehr genau oder zeigt dir genau auch auf, wie du dich fühlst im beruflichen Bereich. Möglicherweise hast du hier Verstrickungen oder Einfluss auch von anderen Personen im Moment. Okay, hier soll sich was Neues eröffnen. Der ein oder andere lernt hinzu. Etwas, was im Unterbewusstsein war, kommt jetzt hoch. Möglicherweise hat auch dein neues Kapitel hier mit dem Bereich Buch, Bücher, Lernen, Studieren zu tun, Wissen anhäufen, Wissen weitergeben. Ich sehe hier für die Zukunft den Schnitt, den wir irgendwo machen. Ein Schnitt, der uns ermöglicht, wieder Wachstum zu erleben, Stabilität, aber auch vielleicht einen Erfolg zu kriegen auf einer Ebene, wo man darauf wieder aufbauen kann. Wir kommen an eine Wegkreuzung. Möglicherweise haben wir hier auch das Thema, wie vital bin ich, was kann ich leisten, was kann ich nicht mehr leisten. Also das Leben fragt dich ab, wo du dich quälst oder wo du sagst, okay, ich habe hier meine Zweifel, die ich ausräumen muss. Ich habe vielleicht auch nicht mehr so dieses Gerüst an Vitalität, bei dem ich mich nur entscheiden kann, was ich möchte, sondern ich muss mit einbeziehen, wie geht es mir dabei.
Hier sind natürlich mehrere Bereiche angezeigt. Wir haben den Gesundheitsbereich im Arbeitsbereich, wir haben das Lernen, das Wissen, vielleicht auch das Lehren, wir haben die Arbeit mit der Intuition, der Emotion, Gefühle zu transportieren. Wir haben vielleicht auch all die Bereiche, wo man sich weiterbildet. Und natürlich hast du hier am Ende die Chance, die Option, die Möglichkeit, die dir hier Klarheit bringt. Was ich so sehen kann, ist eben, dass der Weg noch nicht ganz frei ist für das, was hier kommt, sondern da muss noch ein bisschen mehr an die Oberfläche kommen. Da muss ich dir mehr aufzeigen, was ist dir das wert, was du täglich tust, wo gibt es blinde Flecken, wo bist du vielleicht auch angeschlagen oder sagen wir mal jetzt stimmungsmäßig nicht in der Lage, deine Mühle weiterzutreten, oder wo wird auch im beruflichen Bereich mit deiner Emotion etwas gemacht, ne? Das sei mal dahingestellt, denn hier zeigt sich auch eine ungute Situation für dich selber. Unten im Thema haben wir, dass es um uns geht, ne? Um uns, um unsere Energie, und trotz allem haben wir die Sonne dabei. Also auch wenn es jetzt im Moment nicht so ganz offensichtlich ist, es wird sich dir ereignen, auftun, und es wird nicht so sein, dass es in einer stagnierenden Situation endet, sondern es wird dir Zweifel aus dem Weg räumen. Es wird dir Klarheit bringen und auch die Möglichkeit, klare Optionen zu treffen oder in Klarheit, ja, zu gucken, was sagt mir meine Emotion und was sagt mir mein Körper und was mache ich jetzt damit, ne? So, jetzt kommen hier ein paar Impulse aus dem Lebensorakel der Engel. Das sind Impulse, wir können das natürlich nicht alle machen, aber es sind so Gedanken, um nachzudenken. Hier geht es für die einen oder anderen darum, dass sie bei ihrem beruflichen daran denken, die Tiere, die Natur zu schützen oder dieses Wissen an andere weiterzugeben. Guck mal, Zeit dich zu entscheiden. Hier haben wir die Wege. Vielleicht haderst du auch noch mit einer Entscheidung, obwohl dir einiges schon klar ist. Und hier geht es darum, dass du eine Entscheidung triffst, die auf deinen wahren Wünschen auch beruht. Also wenn dir jetzt deine Emotion oder dein Körper schon sagt, oh, das ist für mich schwierig, oder ich halte auch die Emotion an irgendeinem Arbeitsplatz nicht aus, dann hast du das Wissen. Bewusst nichts zu tun ist natürlich auch eine Entscheidung. Du entscheidest dich dann dafür, da zu bleiben und nichts zu verändern. Die Kunst. Also hier wird uns eben gesagt, dass wir auch nicht nur auf den Bereich gucken sollen, wo wir zum Beispiel Handwerk machen oder irgendetwas, sondern die Seele will hier auch genährt werden, ihr Potenzial in die Welt zu bringen. Künstlerische Betätigung ist segensreich für deine Karriere oder weitere Aspekte auch deines Lebens, die mit der Karriere zu tun haben. Und unten haben wir noch die Blumen. Da geht es halt darum, das Herz zu öffnen, sich mit etwas zu beschäftigen, das aus der Natur kommt, an dem man auch erkennen kann, wie sowas funktioniert, ne? Vom Samen zum Setzling, zur Pflanze, und wie viel Pflege das auch alles braucht, beispielsweise, ne? Okay, dann nehmen wir hier noch eine Blume. Ich habe hier eher so das Gefühl, eigentlich wollen die Karten uns hier sagen, arbeite nicht gegen deine Gefühle beim Arbeiten,
Sagt sich so leicht, ne? Es gibt natürlich auch Berufe, die einen nach und nach schwächen oder krank machen, gerade wo du auch sehr viel mit dem Körper dabei bist. Okay, die Eberesche, wieder der kreative Bereich, Ideen, Inspiration, Kreativität. Öffne deine Sinne dafür, dann kriegst du vielleicht hier auch eine Lösung präsentiert, mit der du so nicht rechnest. Und die Vögel. Geben uns die Vögel hier noch mit. Die Schnepfe. Veränderungen kündigen sich an, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es könnten jetzt einschneidende Änderungen im Arbeitsleben anstehen. Guckt mal, wie viele Karten das sind. Und jetzt kommt die Karte zur Arbeit raus. Also dieses Deck ist für mich, irgendwie soll es eben sein. Okay, ihr Lieben, das war ein Impuls zum Thema Beruf, Berufung, Arbeitsleben. Ich drücke euch, bis bald.